Für dieses Bild habe ich mir wieder einen Kürbis ausgesucht, diesmal eine bunte Variante. Wollte nicht so einen einfachen wie einen Hokkaido machen, der hauptsächlich aus Orange besteht, sondern wir haben hier zu Hause einen, der ist so ein bisschen verwachsen und hat oben noch dieses grüne und so ein bisschen bräunliche Geknorpel drin, und diese Oberfläche finde ich wesentlich interessanter als den einfachen orangen Hokkaido. Und das hier ist meine Vorlage gewesen. Genau wie im Bild, so nachher wieder auf der linken Seite das Licht kommen, rechts ein bisschen dunkler, und das hat mir als Motiv ziemlich gut gefallen. Ich male dann wieder mit Aquarell und mit wasserfester Tusche, und nachdem ich meine Vorzeichnung gemacht habe, fange ich auch hier an und verstärke mir die grundsätzlich wichtigsten Linien auf meinem Aquarellpapier mit der wasserfesten Tusche, dass ich die wichtigsten Linien hier kontrastreich auf dem Papier habe. Und nachdem ich das abgeschlossen habe, kommt eine gelbe, dünne, verwässerte Schicht in die ganzen Bereiche, die später orange oder grün werden, sodass das die Grundlage für meine ganzen Farbaufträge hier wird. Und in dem oberen Bereich, in dem dieser Kürbisstumpf da abgeschnitten ist, setze ich mir als allererste Farbschicht ein ganz dünnes, verwässertes Grün. Nach dem hellgrün dunkle ich mir mein Grün noch ein bisschen weiter ab und male mir meine ganzen mittelgrünen Bereiche hier aus. Auch die Teile, die später dunkelgrün werden, bekommen eine komplette Schicht, und in dem oberen Bereich von diesem Kürbisstumpf aus setze ich mir dann die Struktur und versuche mit dieser Struktur so ein bisschen die Grundform auszuarbeiten. Und der nächste Schritt ist dann, diese dunkelgrünen Teile hier mit einem weiter abgedunkelten Grün zu verstärken. Leider hat sich meine Kamera hier verabschiedet und ich konnte das nicht filmen. Deswegen habe ich jetzt auch wieder die Perspektive gewechselt. Und dieser Schritt, den kann ich euch leider nur hier als fertiges Ergebnis präsentieren. Um im nächsten Schritt dann hinzugehen und das Gelb weiter abzudunkeln mit einem leichten Orangeton und alle Teile, die später orange werden, dann hier mit der nächsten Schicht auszumalen. Diese Schicht föhne ich mir dann kurz an, bis sie getrocknet ist, töne mein Orange weiter ab und setze die nächste Schicht in den orangen Teil vom Kürbis. Dann wird wieder kurz geföhnt und ich mache mir dann auf dem linken vorderen Teil das Orange noch ein bisschen feucht, damit ich mir in den Highlights, die ja später mal hinkommen sollen, die linke Seite soll das Licht kommen und etwas heller werden, nehme ich mir dann mit dem Tuch wieder ein bisschen von der Farbe raus. Danach töne ich mir meine Orange noch weiter ab und setze mir meine letzte dunkle Schicht ins Orange. Der nächste Schritt ist dann mit einem komplett nur in Wasser getauchten Pinsel mir meine ganzen Übergänge in den Grünbereichen, wo die Kanten zu hart geworden sind, anzumalen bzw. auszumalen, diese ganzen harten Kanten ein bisschen aufzuweichen und auch die Übergänge zwischen dem Orange und Grün so ein bisschen anzugleichen. Und dadurch wird dieser ganze Farbauftrag dann wesentlich harmonischer. Dann nehme ich ein dunkelgrün und tupfe mir nochmal mit einem spitzen Pinsel überall diese Ungleichmäßigkeiten in den Kürbis und diese Muster hinein. Dann föhne ich mir diese Muster zwischendurch trocken. Und dann kommt wieder unsere wasserfeste Tusche zum Einsatz und ich setze mir mit diesem Schwarzton die ganzen Schatten und die Muster in den ganzen Kürbis rein. Und wenn das alles so einigermaßen passt, dann setze ich mit der Tusche den Schatten noch unter den Kürbis. Und dann gehe ich nochmal mit einem Pinsel hin und verstärke mir die Schattenbereiche nochmal mit einem dunkelgrünen, aber sehr stark verwässerten Farbton.
Und mit einem Hellbraun male ich mir dann oben in den Stumpf noch so ein paar Details ein. Danach setze ich mir dann mit einem Weiß auf der linken Seite meine Lichter und setze mir in den ganzen Kürbis überall noch so ein paar Highlights rein. Und damit meine Schatten dann im Verhältnis noch nicht dunkel genug sind, gehe ich hin und verstärke mir meine Schatten nochmal mit der wasserfesten Tusche, solange bis das für mich einigermaßen passt. Und dann kommen wir auch schon zum Hintergrund. Ich male mir mit einem Flachpinsel dann sozusagen die Reste aus meiner Farbpalette noch ein bisschen mit Wasser verdünnt, von oben in Orange ins Bild ein und von unten mit einem Grünton. Föhne mir den ganzen Hintergrund dann kurz trocken und setze mir mit meiner wasserfesten Tusche noch so einen lockeren Rahmen drumherum. Und damit der Hintergrund jetzt so ein bisschen eintönig erschien, bin ich hingegangen und habe mir nochmal mit einer kleinen Wasserspritze den Hintergrund angefeuchtet und mit dem Borstenpinsel dann mit einem dunkelgrünen Ton noch ein paar Sprenkel in den Hintergrund reingemacht, damit das nicht mehr so eintönig aussieht. Und das ist dann mein fertiger Kürbis in der bunteren Variante. Meine Materialien, die ich verwende, habe ich unter dem Video verlinkt. Wenn das Bild jemand nachmalen sollte, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.